Also, 8 most disturbing things caught on doorbell camera footage. Ich weiß nicht, ob wir schon Sachen hieraus kennen werden, weil wir von einem anderen Kanal ja schon mal sowas geguckt haben, aber wir versuchen es einfach mal, okay? Für die, die es nicht wissen, Doorbell Camera in Amerika sind Ring Cameras sehr beliebt. Das sind Kameras von der Marke Ring, die eine eingebaute Kamera haben. Das sind Türklingeln von der Marke Ring, die eine eingebaute Kamera haben und die filmen halt Leute. On November 30th, 2021, a Twitter user from Dallas reported that her doorbell camera had recorded a suspicious man standing outside of her apartment almost every night for an entire month. According to her tweet, she had already reached out to the authorities, but they hadn't done enough to keep the man away. This is what her Ring camera captured. Das ist ja auch nicht illegal, weißt du? Das ist ja ein öffentlicher Hausflur. Das heißt, du kannst natürlich der Polizei melden, da steht ein komischer Typ jede Nacht seit Wochen im Flur und starrt in die Kamera, aber du kannst ja nichts dagegen tun, weil er steht im öffentlichen Flur und das ist ja, wenn das sein Ding ist, dann darf er das. Es sei denn, der Gebäudemanager und Besitzer könnte ihm sagen, lass das. Wieso ist ein Orang-Utan neben mir? Das ist Ken, der guckt immer gern mit. Vielleicht ist der Boy auch einfach sehr krass vergesslich. Weißt du, sagen wir mal, er wohnt hier in der Tür und geht dann immer raus und dann auf einmal steht er raus und so, warte, was wollte ich jetzt nochmal machen? Und dann steht er, denkt da und denkt nach und irgendwann ist er so, stimmt, ich wollte auf Klo gehen. In most of the clips, the man can be seen standing eerily still outside of the woman's apartment, possibly waiting for her to come outside. At one Vielleicht findet er die Tür auch schön, dass er da steht und so, ist das Mahagoni? Klingel ich jetzt und frage nach Mehl oder nicht? Jede Nacht braucht er Mehl, ist dann immer da. Ach, scheiße. one point in the video, the man can be heard talking, but his words are difficult to make out. It's unknown what he planned to do if the woman stepped out of her apartment, but judging by his behavior, it likely wasn't anything good. After the original upload, the disturbing video immediately went viral, with hundreds of people checking in on the woman to make sure she was safe. 2 days later, the woman posted an update on Twitter, in which she mentioned that her friends and family had confronted the man, and that security had been on the lookout for him. Many people who viewed the video urged the uploader not to let her guard down, and reminded her that the likelihood that the man would show up again was very high. But after the last tweet in December 2021, there haven't been any more updates, and the man's identity hasn't been publicly revealed. Es kann ein Stalker sein, es kann jemand sein, der einfach hart weird ist und sich einen Scherz erlaubt, es kann jemand sein, der hart drauf ist. Aber du kannst doch dagegen nichts machen, oder? Das ist doch kein aktives Stalking, weil er ja deine Tür anstarrt, oder zählt das als Stalking? Was würdest du machen in so einer Situation, Sophie? Du hättest einen Nachbarn oder eine Nachbarin, die sowas tun würde, jede Nacht. Du weißt, ich hatte schon ähnliche Situationen. Ich weiß, was bei dir sind schlimmere Dinge. Ja, deswegen kann ich dir, glaube ich, nicht viel zu sagen. Also, ich meine, man kann die Polizei rufen, während er da ist. Die können ihn mal befragen, aber ich glaube, du kannst dagegen nicht viel tun. Nee. Stalken gilt ja nicht für Gegenstände, er schaut nicht in die Wohnung. Deswegen, er stalkt die Tür. Er ist so die ganze Zeit bei der Tür und ist so, ist die Tür gut. Vielleicht ist das Objekt zu viel. Steht Chris nicht immer vor Marias Tür? Jede Nacht stehe ich genau so bei Maria vor der Tür. Stell dir vor, ich würde so jede Nacht bei dir vor der Tür stehen. Wäre das gruselig? Ja. Ja, finde ich auch. Okay. This clip was captured in November 2019 in Harriet Creek Ranch, Texas. It was later uploaded to TikTok and Facebook. The footage shows a little girl holding a flashlight and knocking on the door of an unoccupied house in the middle of the night. Also es ist ein kleines Mädchen. Okay, das ist ein Kind. Help, please.
The girl is obviously scared, but because nobody else can be seen on the camera, it's hard to tell who or what she was running from. As she continues to knock and beg for help, she looks over her shoulder several times, but the footage ends abruptly, leaving many questions unanswered. Weißt du, ich hätte ja gedacht, also das Mädchen war ja nachts allein draußen. Es kann ja sein, dass sie vor jemandem weggelaufen ist, weil jemand neben ihr angehalten hat, sie mitnehmen wollte oder so, ne? Mhm. Aber wieso hat sie die Taschenlampe dabei? Und das heißt, so junges Mädchen nachts komplett alleine. Weiß nicht. Könnte halt auch eine Masche sein, wo das Kind als Köder benutzt wird, um die Tür aufzubekommen. Oh, das ist schon eine dreckige Masche. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde da wohnen und so ein Mädchen, was ängstlich an der Tür steht, bittet um Hilfe, dann würde ich das Mädchen ja reinlassen. Ich finde es halt seltsam, die Vorstellung, sie ist da alleine nachts draußen mit einer Taschenlampe. Warum? Von wem ist sie weggelaufen? Es könnte natürlich sein, dass sie zum Beispiel vielleicht zu Hause häusliche Gewalt erlebt und vor ihren gewalttätigen Eltern oder Elternteil weggelaufen ist und sich eine Taschenlampe geschnappt hat und Hilfe rufen euch. Ich weiß nicht. Shortly after it was recorded, the video was made public and police were notified of the incident, but from what I was able to find, the girl was never identified. Some think that she was being used as bait to get the homeowners to open the door, and several people commented on Facebook and TikTok that they could clearly see a man hiding in the shadows behind the girl. Was ist das für eine dreckige Masche? Was ist das für eine unfassbar eklige Masche? Das ist ja, weißt du, damit sorgst du dafür, dass wirklich mal ein Kind verfolgt wird von einem potenziellen Vergewaltiger, von was weiß ich wem, dass man genau dann den Kindern nicht hilft. Das ist ekelhaft, oder Duffy? Das ist allgemein das Schlimme, was es so heutzutage gibt. Das gleiche ist ja bei per Anhalter fahrenden Leuten. Man würde ja selber kein, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich würde keinen per Anhalter mitnehmen. Einfach, weil man es so kennt aus Geschichten, aus Filmen, aus Nachrichten, dass Anhalter einen umgebracht haben, der sie mitgenommen hat. Und das ist ja eigentlich traurig, weil das sind Leute, die Hilfe brauchen, ja, weil die keine Möglichkeit haben, von einem Ort zum anderen zu kommen oder vielleicht gestrandet sind oder so. Aber du kannst ihnen nicht helfen, weil du so in Angst leben musst vor den Dingen, die du weißt, die passieren könnten. Und genau sowas ist halt auch was. Du hilfst Leuten nicht, die vielleicht Hilfe brauchen, einfach weil du nicht sicher sein kannst. But it was never confirmed whether that's what was happening or if the little girl was actually in danger and genuinely asking for help. Another theory that's... Ich fand ihr Schreien, ihr Bitten um Hilfe relativ glaubhaft. Ja. Ich fand, das wirkte jetzt nicht wie ein Kind, das schauspielert, sondern ich fand, sie wirkte wirklich ängstlich. Surfaced is that the girl in the video might have been the same girl from a missing person case in South Dakota. In February 2019, a 9-year-old girl named Serenity Denard ran away from a youth home in Black Hills and was allegedly seen in Justin, Texas a few days before the video was recorded. The fact that the little girl knocked on the door of an unoccupied house shows that she clearly didn't live in the area, otherwise she would have known nobody was there, which makes this theory a possibility. Although there's definitely a resemblance between the girl in the video and Serenity, police didn't... Da stand, dass sie einen Long-Sleeved Grey Pullover anhaben sollte. Also sie hat auf jeden Fall hier keinen Long-Sleeve Grey Pullover an. Sie hat einen Muskelshirt-Top. Wie nennt man das bei Frauen, Duffy? Ich meine, sie kann sich auch umziehen. Aber wenn sie von zu Hause wegläuft und hat sie einen Koffer mitgenommen? Hm. Wie nennt sich das bei Frauen so ärmellos? Bei Männern ist ja ein Tanktop. Oder ein Muskelshirt. Sagt man das bei Frauen auch? Bluse? Das ist keine Bluse. Ein Top? Ein T-Shirt? Aber ein T-Shirt, wenn ich T-Shirt sage, dann denkst du doch an ein T-Shirt mit einem T-Muster. Auch Tanktop, ist auch ein Tanktop. Einigen wir uns auch, dass wir uns nicht einig sind. Confirm whether the video and the missing person case were related. Unfortunately, not a lot of official information on this footage has been made public, and we'll likely never know what ended up happening to the little girl. In this disturbing Ring camera footage from 2021, a woman in a hoodie can be seen approaching the front door of a house in the middle of the night. Behind her, a man wearing a face mask and a lanyard stands on the steps as she rings the doorbell. Erstmal sachte und sanft die Kamera streicheln.
Hat er ein Rap-Lied an, während er wo einbrechen will? Weil er ist so, okay, ich setze die Maske auf, damit man mich nicht erkennt. Und jetzt werden wir ruhig einbrechen. Und dann hörst du im Hintergrund die ganze Zeit, es ist 3 Uhr nachts. Doorbell cameras are meant for homeowners to see who's at their door and communicate with their visitors to decide whether or not it's a good idea to let them in. But in this case, the owner opens the door without hesitation. Warum? Hello, do y'all have a phone I could use? My car broke down, and y'all's the only one that got a light on. We don't. You don't? Sorry. Macht niemals bei sowas die Tür The auf. woman tells him that her car broke down and asks if she can use his phone. The owner politely refuses, but as soon as he apologizes and closes the door, the man with a face mask tries to break into the house with a weapon in hand. Fortunately, the owner had locked the second door just in time. It's unknown if he called the police, but from what I could find, the identities of the man and woman haven't been revealed. What makes this footage even more chilling is the fact that there's a playground in the yard, which means the two had specifically targeted a house where they knew there would most likely be kids inside. Had the homeowner not... Ich glaube nicht, dass sie darauf geachtet haben, dass da Kinder sind. Ich glaube, sie haben sich für ein Haus entschieden, was gut aussah und sind da halt, wollten da einbrechen. Ich glaube nicht, dass sie so waren, hey, da ist eine Schaukel, die haben Kinder, lass da einbrechen. Das wirkt nach nur mehr Stress. Also wenn ich mir denke, ich bin Einbrecher, dann würde ich lieber an ein Haus einbrechen, wo ich vermute, dass da möglichst wenig Leute drin sind, weil ansonsten, wenn du da reingehst und die Leute, ne, beseitigen, fesseln, was weiß ich wird, dann hast du ja so nur umso mehr, worum du dich kümmern musst. Vor 3 Tagen hatte jemand um 2:40 Uhr bei uns geklingelt, Angst meines Lebens gehabt. Weißt du, wer das war? Ich hatte einmal, da war ich zu Hause, es war noch in der ganz alten Wohnung, da hat auch jemand nachts geklingelt und da habe ich einfach nur die Klingel stumm geschaltet. Not reacted quickly, he and his family would have probably been the victims of an armed robbery or possibly much worse. In February 2020, an off-duty police officer received a message from his neighbor asking him to go check on his wife because somebody was trying to break into their house, and the woman was home alone. The man immediately walked across the street to his neighbor's house, but didn't see anything suspicious. When he came back, he saw that his neighbor had sent him this clip. The video shows a shirtless man crawling up the stairs to the front entrance of the house and attempting to open the door. Realizing Der ist doch drauf, oder? Für mich ist oberkörperfrei immer ein Zeichen von, der ist ein Junkie. Ich weiß nicht wieso, ich habe immer dieses Crack-Junkie-Bild im Kopf. Tollwut? Nein, Tollwut, warum Tollwut? Ich glaube halt, der ist auch weggegangen, wegen dem Hund. Ich glaube, ein Hund hilft schon immer sehr. Wir hatten Mittwoch nach der Spätschicht ein Stück Holz auf dem Türknauf unserer Wohnung. Es muss jemand im Haus gewesen sein, um das dahin zu legen. Das kann kein Zufall sein, Nachbarn waren es nicht. Seitdem mache ich mir Gedanken, ob jemand gucken wollte, ob wir zu Hause sind. Polizei ist informiert und sagten, wir sollten da keine Sorgen haben, die würden nur mit Kreide markieren. Einmal Google fragen, sieht man es mittlerweile auch Holz und Steine nehmen. Ja, es gibt halt unterschiedliches. Das Ganze wird auch als Scherz teilweise gemacht von Leuten. Wenn du sowas sehen würdest an deiner Tür. Mhm. Würdest du die Polizei rufen? Würdest du sagen, die Person soll verschwinden? Was würdest du machen? Wenn jemand oberkörperfrei vor meiner Tür wäre? Ja. Das ist doch auch schon mal passiert. Sie meint eine ganze Cheerleader-Mannschaft. Was? Nichts. Ich glaube, einfach die Polizei rufen. Ja, klar. Ja, es kann auch sein, dass wenn du sagst, hey, ich habe dich auf Kamera oder so, dass das Ganze schneller löst, als zu warten, bis die Polizei da ist. Das frage ich mich halt immer. Polizei rufen und sich verstecken oder leise sein oder Polizei rufen und sagen, ich habe die Polizei gerufen, du kleiner Pisser, und dann hoffen, dass der dann schon geht. Also, weil ich hätte immer Angst zu sagen, ich rufe die Polizei und bin dann leise und in der Zwischenzeit, bis die Polizei da ist, schafft er es einzubrechen. Das klingt gefährlich. Das stimmt. it's locked, he walks back down the stairs and makes his way to the side of the house. After viewing the footage, the man immediately called 911, and 10 minutes later, 4 officers arrived in the neighborhood with a canine unit to help track down the intruder. What followed was an intense game of cat and mouse involving the neighbors, the police, and the shirtless man.
Although he was spotted by the neighbors multiple times, he managed to slip away from the cops every single time. Several minutes into the search, the man heard his neighbor calling from across the street, saying that he could hear someone in his backyard. The two men scoured the outside of the house and eventually found that the back porch light had been unscrewed, but the shirtless man was nowhere to be seen. About an hour later, the man who uploaded the video walked out onto his back deck and spotted the intruder unscrewing another porch light, this time from the house across the street. Ich sag Junkie. Wirkt With für mich wie weapon in Junkie. hand, the man intercepted the intruder and ordered him to get on the ground, but the shirtless man took off running and ended up sneaking into the crawl space of a nearby house. The uploader waited until the police arrived, and after he was ordered out of the crawl space, the intruder was charged with 2 counts of aggravated burglary, trespassing, public intoxication, and disorderly conduct. Police revealed that the subject was under the influence of hard drugs, and had an outstanding warrant for failing to appear in court for another open case of burglary from earlier that same year. Das musst du mir mal vorstellen. In Amerika gibt es ganz, ganz viele von diesen Kriechkellern. Das sind einfach teilweise von außen zugänglich, weil die nicht gut gesichert oder geschützt sind, Bereiche unterm Haus. Teilweise direkt unter dem Boden. Und es gab in der Vergangenheit häufig Fälle, wo Stalker und so sich unter dem Haus, unter dem Fußboden versteckt haben und belauscht haben oder einfach dort lebten, masturbierten, sonst was alles. Warum gibt es diese Kriechkeller? Gibt es das auch in deutschen Häusern oder nicht? Ich kenne das nur aus Amerika. It's unclear if he was convicted of all the charges against him, but considering his criminal history, it's more than likely that he's still serving time today. This footage was captured at 4:30 a.m. on April 29th, 2023. It happened in El Paso, Texas. The video shows a young woman running up to the front door of a house and ringing the doorbell. Although nobody else can be seen in the frame, terrified, she looks over her shoulder multiple times as if she was being followed. Anhand ihres Outfits würde ich sagen, sie kommen von einer Party oder so. Maybe. Könnte halt sein, dass sie jemand von der Party ihr gefolgt ist oder sie bedroht hat oder sonst was. Könnte auch sein, dass sie drauf ist. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Würdest du vermuten, sie wird wirklich verfolgt oder? Oder wie ein Trick. Wie bitte? Oder wie ein Trick. Oder wieder ein Trick oder drauf. Mhm. Könnte auch ein Schlafanzug sein. Stimmt, könnte auch ein Schlafanzug sein. The woman begs for help and starts crying when nobody answers the door, and a few seconds later, a car's headlights come into view in the background. As soon as she sees the light, the woman crouches down behind a column, and she does the same thing again when she sees the neighbor's driveway lights turn on. Jetzt rennt sie auf das Auto mit Lichtern zu. After a few minutes of waiting, a car's headlights illuminate the driveway, and the woman walks down the steps towards it. It's possible. Oh, das könnte sein, dass es dann ein Trick war, weißt du? Mhm. Weil wenn sie zu dem Auto gelaufen ist, könnte natürlich sein, dass sie jetzt ein anderes Auto sieht und denkt, ja, gut, jetzt kann ich da um Hilfe bitten. Oder halt, dass sie dahin geht, weil sie abgeholt wird von den Leuten, mit denen sie da einbrechen will. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so weiten Abstand zu den Leuten hat, die da einbrechen wollen. Possible that she got in the car, but this wasn't caught in the Ring camera. As soon as the footage was made public, many people started speculating that the woman might have been the victim of trafficking and was trying to escape her captors.
but others believe that she had a totally different motive. Several viewers mentioned that if she really had been in danger, she wouldn't have hid from the neighbors when she saw their driveway lights turn on. Another thing that caught viewers' attention is the fact that at the very beginning of the video, the woman isn't actually running. She appears to be casually walking up the steps, and she only begins to run when she comes into view of the doorbell camera, which suggests that the whole thing might have been a robbery setup. Less than a month after the footage was uploaded, El Paso police arrested 34-year-old Krista Nicole Cordeaux for burglary. After her mugshot was released, some people believed that it was the same woman from the video due to the resemblance, but police never officially confirmed this. It's unclear if she was ever seen in the neighborhood again. In 2020 Gleiches Ding wie mit dem Kind. Man kann so jemandem nicht helfen, weil man nicht wissen kann, ob man nicht ausgeraubt wird. Beziehungsweise überfallen, sonst was. Das ist so schlimm. 22, a Reddit user uploaded this disturbing Ring camera footage with the caption, "Zombies want your brain." The video shows a young man in a bandana covered in what appears to be dirt or blood, repeatedly slamming himself into the front door of a house. On his third attempt to break down the door, he apparently knocks himself out after hitting his head. Stumbling after the impact, the man collapses over the front porch railing, knocking over an ornament in the process. Stell dir vor, du willst in ein Haus einbrechen und die Tür besiegt dich. Also nicht nur, dass du es nicht schaffst, die Tür aufzubrechen, sondern die Tür besiegt dich. Wenn du einfach so schlecht da drin bist, dass du dich selbst ausnockst. Der ist voll drauf. Ja, der ist Hammer drauf. So dumm als Hausbesitzer kann bewaffnet sein und dann blind einzubrechen. Ja, aber wenn der drauf ist, der denkt an nichts Logisches, glaube ich. Ich glaube, der denkt nur, er braucht Geld für Drogen und da ist ein Haus. He groans in pain as he flails his arms and raises his legs, seemingly trying to get back on his feet, but the video ends before we can see what happened next. After the footage was uploaded, many viewers commented that the man was probably under the influence of hard drugs, which would explain his uncoordinated movements and violent behavior. Other users suggest that he might have had a seizure after hitting his head on the door, but because the video was uploaded with no context or explanation, it's impossible to confirm what actually happened. After that night, the homeowner never saw the man again. Das bedeutet ja, dass er es auf jeden Fall da weggeschafft hat vom Geländer. Ich hätte es nicht unwahrscheinlich gefunden, dass so kam nach 8 Stunden, als die Polizei ankam, am nächsten Morgen war er immer noch da. Dass einfach dieses Geländer unüberwindbar für ihn war. On July 24th, 2021, a woman named Caitlin Curtis took her baby to the park across the street from her house in Arizona. After sitting down on the bench next to a fountain, a scruffy-looking man suddenly approached her, sat on the bench next to her, and asked her if she wanted to buy his drawings. According to Caitlin, the drawings looked like they had been drawn by a little kid, or by someone with no artistic talent. After So macht jetzt den Mann fertig. Dass er sich neben mir will, seine Zeichnung anbieten, siehst, boah, es hat ein Kind gemalt oder jemand ohne jegliches künstlerisches Talent. Refusing to buy the drawings, she got up and left the park with her baby in the stroller. As she was leaving, she saw the man get into the passenger seat of a suspicious-looking truck at the other end of the park, which then circled around her several times as she made her way back home. Afraid that she was being followed, Caitlin took a different route back to her house and entered through the back door so that the men in the truck wouldn't know where she lived. 3 days later, when Caitlin was out of town, her doorbell camera captured the same man walking up to the front door of her house and ringing the doorbell at 3 in the morning. Wie trägt der seine Hose? Siehst du das, Tofi? Siehst du das? Entweder hat er einen sehr langen Oberkörper und ganz kleine Beinchen.
Oder warum trägt man da die Hose? Weißt du, wenn ich jetzt vermuten soll. Warte mal, Paint, there is the big tool. So. Ich vermute jetzt einfach mal, okay? Also, ich vermute, dass hier, weil hier ist es ja dicker, das heißt, ich vermute, dass hier sein Oberkörper aufhört. Das ist vielleicht ein Ticken niedriger. Dass hier sein Oberkörper aufhört. Das bedeutet, das hier ist sein Oberkörper. Das bedeutet, dieser ganze Bereich liegt frei. Ich fühle mich jetzt gerade wie ein alter Mann, der das Ganze bewertet. Aber das ist doch so, oder? Oder die andere Alternative ist, hier ist sein also dass das hier seine kleinen Beinchen sind. Und das hier ist sein überdurchschnittlich großer, langer Oberkörper. Kann sein, aber halte ich für unwahrscheinlich, um ehrlich zu sein. Was glaubst du, ist die wahrscheinlichere Sache, Duffy? Ich weiß ja nicht, wie hoch die Hose geht, ob die einfach, weißt du? Ja. Es gibt ja auch welche, die weiter unten dann halt aufhören, aber trotzdem noch bis nach oben gehen. Aber hier ist doch wirklich... Ja, ich sehe es halt nicht Ich wirklich. meine, guck dir das an, das ist fast doppelt Oberkörper zu Unterkörper. Ja, nee, es geht ja noch weiter. Ich meinte gerade die Hose. Ja, was ist mit der Hose? Es gibt ja auch Hosen, die halt weiter unten aufhören, aber trotzdem noch bis nach oben gehen. Ja. Weißt du? Cool. Wenn der Typ hier trainieren geht, dann kann er sich sogar ein 8-Pack holen. Okay. Ich finde, ich habe das Ganze gut dargestellt. Hat er seine Zeichnung dabei? Der ist halt ein Geschäftsmann. Der ist ein Geschäftsmann. Zum Ventilator oder was hat er da angedreht? According to Caitlin, her husband was asleep while the whole thing was happening, and he didn't learn about the man's visit until the next day. After the video was uploaded to TikTok, some users commented that the fact that the man rang her doorbell specifically was not a coincidence, and that he might... Ja, es kann sein, dass er halt das mit Absicht, dass er zu ihr wollte, ne? Und man weiß nicht, was er vorhatte, aber ich glaube, er hatte seine Zeichnung in der Hand. Kannst du dir vorstellen, dass er da hingegangen ist, nur um dann bei ihr zu klingeln und nachts um 3 so zu sein? Wollen Sie die Zeichnung kaufen? Na. Nein? Glaubst du nicht? Warum sollte er das nachts machen? Weiß ich nicht. Oder glaubst du, er war an der Tür und war so, Entschuldigung, es ist 3 Uhr nachts. Das ist schon eher. Ich rufe jeden an, den ich kenne. Ich kenne leider nicht so viel. Ein Mann mit Miniaturbein. Ganz ehrlich, wenn der wegrennt, ne, den kriegst du sofort. Weißt du, der läuft so weg wie Mr. Krabs. Dieses Brrrr. Es ist 3 Uhr nachts. Der wollte mit der Lampe Stress anfangen, hat aber gemerkt, dass die Lampe stärker ist. Er wollte sich nicht auch noch ausnocken. Might have been watching her from the day they met in the park. It's possible that he was using the drawings to try and distract her, while the other man in the truck abducted her child, but we'll likely never know his intentions for sure. The incident could just be written off as a man who was under the influence of drugs or suffering from mental illness, but if Caitlin hadn't been careful, it's anyone's guess what might have happened. Fortunately, the man never came back, and neither Caitlin nor her family had seen him again. Ich glaube, das war einfach nur ein Businessman. Weißt du? Wie Donald Trump sagte, a businessman doing business. Zu dem Zeitpunkt können wir es nicht wissen. Vielleicht war er wirklich einfach nur so, dass er ein bisschen, weißt du? Er hat was zu verkaufen, der wollte es verkaufen. Dafür kann man ihm keinen Vorwurf machen. In October 2021, Reddit user Protomancer uploaded this footage of a man crawling and slithering through his neighbor's yard in the middle of the night.
Er wollte das Baby klauen. Ruki, das kann man vermuten. Berlin. Das ist für mich so mit der Inbegriff von Berlin. Weißt du, und als Berliner, glaube ich, guckst du da raus und denkst dir nur so, schon wieder. There doesn't appear to be any context surrounding the video, but most users attributed the man's particular behavior to drug use or possibly mental illness. Even though he isn't hurting anybody, this is probably not the type of person you would want to run into on your way back from home in the middle of the night. The man Lad dieses Video auf TikTok hoch, die Leute werden sagen Skinwalker. Lad ein Video hoch von irgendeiner Person, die auf Droge ist, die Leute werden sagen Skinwalker. Lad ein Video von einer alten, netten Omi hoch, die gerade Kekse backt, die Leute werden schreiben Skinwalker. Das ist TikTok, was Horrorthemen angeht. Alles ist Skinwalker. Jeder ist Skinwalker. Ganz Berlin ist Skinwalker. in the footage hasn't been identified, and it's unclear if he ever showed up again. Wir kannten tatsächlich nichts davon, oder? Nö. War ein gutes Video, fand ich.